Wahnsinn! Das ist 24 mm Stahl und das habe ich gerade mit einem Plasmaschneider geschnitten. Und das Verrückte daran, der ist an einer ganz normalen 230 Volt Steckdose angeschlossen. Während andere da 6 oder 8 mm schaffen, schafft der Plasmaschneider hier 24 mm. Und ich habe ein riesengroßes Problem. Ich habe kein noch dickeres Material da. Ich hätte wahrscheinlich auch 26 oder 28 oder sogar vielleicht 30 mm mit einem Plasmaschneider an einer 230 Volt Steckdose damit geschafft. Und da fragt man sich natürlich, wie das möglich ist. Möglich macht das eine sehr innovative Düsentechnik. Die ist nicht niegelnagelneu, die gibt es schon ein bisschen länger, aber wirklich nur im Premium-Bereich. Und hier gibt es diese Technik bezahlbar. Das ist ein Plasmaschneider, den habe ich mir die Woche mitgenommen. Ich war Stahlwerk besuchen. Die hatten mich eingeladen, die haben gesagt, Manni, wir haben so schöne neue Plasmaschneider, komm ruhig mal vorbei, guck dir die an. Und da habe ich mir die verschiedenen Plasmaschneider angeguckt. Sehr interessant, ich habe auch schöne Bilder mitgebracht, aber das ist so der absolute Superstar. An den habe ich mich gleich verliebt und den habe ich mir natürlich gleich mitgenommen und den werden wir uns heute zusammen angucken. Und ich war jetzt nicht nur da, um mir Plasmaschneider anzugucken, gefühlt tausende von Schweißgeräten, Werkzeug ohne Ende, also was man da im Showroom sieht, das ist immer wirklich Wahnsinn und das kann man sich halt nicht nur alles angucken, das kann man alles mal anfassen, man kann sich da beraten lassen und. Ich habe auch meine CNC-Plasmaschneidanlage mitgenommen. Da haben wir einfach mal verschiedene Plasmaschneider von Stahlwerk eingebaut, haben verschiedene Schnittversuche gemacht. Das war wirklich auch sehr interessant und man sieht an den Bildern, das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel ein Stahlwerk-Logo einfach mal programmiert. Ich dachte mal, wenn ich die schon besuchen fahre, dann brennen wir mal ein schönes Stahlwerk-Logo und da sieht man hier an der Qualität, das hat wirklich auch bombastisch funktioniert. Also sowas macht immer extrem viel Spaß und nebenbei habe ich dann diesen Plasmaschneider für mich entdeckt. Ganz grundsätzlich kann man sagen, die neuen Plasmaschneider, die sind alle digital geworden. Das heißt, die haben deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, haben einen digitalen Display, wo man dann wirklich alles sieht, alles auswählen kann, alles einstellen kann. Und der Plasmaschneider hier, der hat halt noch ein paar Funktionen mehr. Der hat unter anderem ein Düsensystem und das kommt ohne Hochfrequenzzündung aus. Und dieses Düsensystem macht es dann halt auch möglich, dass man damit deutlich größere Materialstärken schneiden kann und das wirklich bei einer sehr geringen Leistung. Dieser Plasmaschneider hat 50 Ampere. Mehr ist an einer normalen Steckdose natürlich auch nicht möglich, an so einer 230 Volt Steckdose. Damit kann man aber dann halt auch wirklich solche Materialstärken schneiden. Und das ist schon mal das sehr Interessante. Das habe ich natürlich gleich als erstes zu Hause ausprobiert. Und dann sieht man hier an diesem 24 mm Schnitt, wir machen gleich noch mehr, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Zusätzlich hat dieser Plasmaschneider auch die Möglichkeit, hier wieder eine CNC-Anlage mit einer Höhensteuerung anzuschließen. Der hat natürlich einen Pilotlichtbogen, der lässt sich ansteuern vernünftig und. Und wenn man das beobachtet von wegen, man hat im Display auch die Anzeige, mit wie viel Druck der arbeitet. Das heißt, der gibt das digital an, mit wie viel Druck er gerade arbeitet. Auf der anderen Seite meckert er auch, wenn er nicht genug Druck hat oder wenn er überhaupt keine Druckluft hat. Also das ist schon sehr interessant. Das ist schon hier ein Plasmaschneider, der wirklich mitdenkt. Ich kann den mal anmachen und habe ich dann hier das Display. Ich habe auf der einen Seite die Leistung, die eingestellt ist. Das kann man hier hoch und runter regulieren, stufenlos, wie man das wirklich haben möchte. Und hier habe ich dann den Druck eingestellt. Und das Spannende ist an dem Plasmaschneider, der denkt wirklich mit. Ich kann hier ganz einfach mal die Druckluft abschließen und wenn ich jetzt einen normalen Plasmaschneider habe und damit anfange zu schneiden, dann will der trotzdem schneiden, funktioniert nicht richtig, ruiniere ich mir die Düse. Oder wenn ich zu wenig Druckluft habe, dann ist es so von wegen, dass das beim Schneiden immer schlechter wird. Das merke ich im ersten Moment auch nicht und der hier denkt wirklich mit. Wenn ich jetzt anfange zu schneiden, dann streift er hier einfach Low Gas, dann macht er da einfach eine Fehlermeldung und dann kann ich damit nicht arbeiten. Das heißt, ein Plasmaschneider, der mitdenkt, das ist schon mal alles andere als verkehrt. Jetzt ist es natürlich so, die wenigsten werden 24 mm oder auch 20 mm mit so einem Plasmaschneider schneiden. Was man eher häufiger macht, sind 6, 8, 10, 12 mm. Und das kann man auch mit einem normalen 230 Volt Plasmaschneider. Aber wenn man das mal gemacht hat von wegen, dann weiß man, das ist so eine langsame Schnittgeschwindigkeit. Das macht halt einfach keinen Spaß. Und hiermit habe ich wirklich eine gute Leistungsreserve nach oben. Ich habe einen ultra flexiblen, extrem handlichen Brenner und damit kann man dann
dann wirklich, als wenn man hier einmal mit einem Strich rüber geht. Also es ist wirklich extrem schnell, damit kriegt man extrem genaue Ergebnisse hin. Das funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Und das ist halt auch so der riesengroße Unterschied. Man braucht nicht einen Plasmaschneider, mit dem man 24 mm schneiden kann, aber man kann dann halt vernünftig damit 10, 12, 15 mm schneiden, wo andere Plasmaschneider das entweder gar nicht schaffen, die an einer 230 Volt Steckdose sind oder halt extrem langsam sind. Was man natürlich sagen muss, dieses Schlauchpaket ist ultra flexibel. Allein das macht schon Spaß, damit wirklich zu arbeiten. Aber es ist natürlich so, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Und dieses Düsensystem, was hier dran ist, das ist sehr speziell. Das kriegt man nicht an jeder Ecke, wie diese Standard-Düsensysteme, die in vielen Systemen verbaut sind, sondern das ist schon was Besonderes. Und das Besondere ist halt auch immer nicht ganz so günstig. Und wenn man dann Düsen in einer vernünftigen Qualität kauft, dann haben die wirklich ihren Preis. Also wenn man sich so ein Düsenset kauft oder so, das habe ich mir hier gleich mitgenommen, von wegen, das ist nicht ganz so bezahlbar. Aber man muss sagen, von wegen, man hat hier eine bombastische Standzeit. Wenn man diese Düsen immer wieder pflegt, ich gehe gleich auch wieder mit der Drahtbürste rüber, dann hat man da wirklich lange was von. Ich habe auch alles in diesem Video, alles mit dieser einen Düse geschnitten, die hier im Gerät dabei war. Im Gerät sind 2 Sets dabei schon und damit kann man wirklich erstmal lange arbeiten. Aber wenn man dann mal Düsen braucht, braucht man halt sehr spezielle, muss man darauf achten, dass man da wirklich das Richtige bestellt, am besten vom Hersteller. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es nicht so günstig wie bei anderen Plasmaschneidsystemen. Aber dafür kann man mit anderen auch nicht 24 mm schneiden. Das Ganze wackelt, ist vernünftig durchgeschnitten, ist aber mit der Schlacke so ein bisschen mit dem Rost verbunden. Das muss man abbrechen. Das heißt, ich habe hier ein ganz normales Gitterrost, habe darunter dann ein Wasserbad und das Wasserbad nimmt zuverlässig Dreck, Staub, Funken auf. Also das kann man beim Plasmaschneiden wirklich nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat. Und wenn man das dann abbricht, kann man mit dem Hammer ganz vorsichtig die Schlacke abhauen. Das heißt nicht abschleifen, nicht wegkloppen, sondern gegen die Kante gegenschlagen. Das ist das Geheimnis. Und dann fliegt die Schlacke richtig schön ab. Und dann sieht man hier für 16 mm, ich habe extra nochmal nachgemessen, hat man hier wirklich eine schöne Qualität. Und bei der zweiten Seite sieht man das. Hier ist der erste Schnitt, den ich gemacht habe. Da war ich zu schnell unterwegs, da kommt man dann nicht durch. Man muss hier also immer mit der Leistung dann die dementsprechende Schnittgeschwindigkeit wählen, gucken, dass die Funken nach unten fliegen. Und wenn man da zu schnell ist, dann funktioniert es natürlich nicht. Ich habe hier natürlich mit 50 Ampere, also mit der vollen Leistung gearbeitet und habe dann damit dieses Ergebnis erzielt. Und man muss auch ganz klar sagen, ich bin hier an einer ganz normalen haushaltsüblichen Steckdose. 50 Ampere, ungefähr 100 Volt Spannung. Das ist natürlich eine maximale Belastung für eine Steckdose. Da sollte man immer eine träge Absicherung haben. Ich habe das hier ausprobiert von wegen und bei mir hat das hier keine Probleme gemacht. Und ansonsten hätte ich das ganz normal gezeigt, wenn bei mir mal die Sicherung rausfliegt. Ich habe jetzt hier sehr viel geschnitten und bei mir ist nicht einmal die Sicherung rausgeflogen. Ich habe da keine Probleme mit gehabt. Jetzt kann man diesen Plasmaschneider auch perfekt in eine CNC-Plasmaschneidanlage einbauen. Und da hat das Gerät auch unglaublich geniale Vorteile. Punkt 1, das Gerät hat eine THC-Höhensteuerung. Das heißt, wenn man mit so einem Plasmaschneider schneidet, dann ist es so, dann ist entscheidend, dass die Höhe wirklich stimmt. Und dieses Gerät misst die Spannung und gibt das an eine Steuerung zurück und dann kann die Steuerung wirklich jede Höhe ausgleichen. Und wenn so ein Blech ein bisschen schief ist, sich so ein bisschen wellt oder so, der kann das alles ausgleichen, geht millimetergenau immer über dieses Blech rüber. Und das ist mit dieser Schnittstelle hier möglich. Das habe ich natürlich auch angeschlossen. Das funktioniert wirklich richtig gut. Und der zweite riesengroße Vorteil ist, viele Anlagen haben Probleme mit einer Hochfrequenzzündung. Und dieses Gerät kommt ohne eine Hochfrequenzzündung aus. Das ist eine sogenannte Blowback-Zündung. Das sind 2 Düsen und die werden einfach auseinandergezogen, wenn die Druckluft anliegt. Und dadurch entsteht die Zündung. Also hat man deutlich weniger Probleme als mit einem Gerät, das eine Hochfrequenzzündung hat. Jetzt ist das Problem, zum Zeitpunkt, wo ich die Anlage hier bekommen habe, ist es so, dass es hier noch keinen Maschinenbrenner gibt. Braucht man aber im Prinzip auch nicht. Man sieht, wie leicht und filigran dieser Brenner ist. Ich habe den einfach hier vorne eingespannt und aufgenommen und das funktioniert wirklich auch perfekt. Also man braucht im Prinzip für das Gerät hier keinen Maschinenbrenner.
Aber wenn man sich einen kauft, dann muss man wirklich darauf achten, dass es so eine Blowback-Zündung ist. Da wird Stahlwerk wahrscheinlich die nächsten Monate auch so einen Maschinenbrenner anbieten. Aber im Prinzip braucht man den nicht. Im Prinzip reicht der Kumpel hier wirklich völlig aus. Und dann habe ich das Ganze einfach in meine CNC-Plasmaschneidanlage integriert, habe das Ganze angeschlossen. Das war jetzt völlig problemlos. Hier ist sogar noch ein Stecker dabei, braucht man einfach nur anschließen. Und dann kann man damit Plasma schneiden. Und ich habe das eben hier schon mal so ein bisschen mit eingeblendet. Ich habe erstmal so einen Kreis geschnitten, ob alles stimmt. Und dann 2, 3 Probeschnitte, um die Einstellungen rauszukriegen. Also Einstellungen sind immer Schnittgeschwindigkeit, Schnittstärke, Einstechtiefe und. Also da muss man sich immer ein bisschen rantasten. Nach 2, 3 Schnitten ist man dann aber bei der richtigen Einstellung und dann erzielt man hier mal schnell so eine Qualität. Und das sieht wirklich unglaublich gut aus, funktioniert. Extrem genial. Und weil mir das so gut gefallen hat, wollte ich natürlich auch noch mal mitteilen, wie gut mir das fällt. Und darum habe ich noch mal hier so ein kleines Schild mit einem Schriftzug ausgebrannt, habe einfach noch mal geil drauf geschrieben. Ich war heute nicht so kreativ und dann sieht man aber auch, wie toll das aussieht. Also auch eine richtig schöne Schnittqualität. Und da sieht man im Prinzip, so eine CNC-Plasmaschneidanlage ist ja auch nur eine Führung. Und wenn man wirklich sehr genau arbeitet, dann sieht man, was für eine Qualität hier wirklich möglich ist. Dabei bin ich weit entfernt, wenn ich hier mit der Hand stümperhaft schneide. So eine Anlage kann das natürlich viel, viel schöner. Ich habe das jetzt hier auch noch nicht behandelt. Das ist also gerade ausgeschnitten. Und dann sieht man, auf der Rückseite hat man noch so ein bisschen Schlacke. Die kann man einfach ein bisschen überschleifen mit einem Exzenterschleifer, mit dem Hammer ein bisschen abkloppen. Und dann hat man hier wirklich mit der Kreativität und den Möglichkeiten unglaubliche Möglichkeiten. Also ich finde das Gerät absolut genial. Ich fand auch die anderen Plasmaschneider mit den modernen digitalen Steuerungen wirklich toll. Aber das ist hier so ein absoluter Superstar. Der hat mir so gut gefallen und den hatte ich erst auch vor, wieder zu verlosen. Tut mir aber leid, den werde ich nicht wieder hergeben. Den werde ich behalten. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Gerät, Ersatzteile oder Verschleißteile und so weiter werde ich hier unter natürlich verlinken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Plasmaschneiden. Bis dann, euer Manni.